Hallo, ich möchte euch heute kurz die Bücher vorstellen, die ich im November gelesen habe. Zuerst die 2 Romane und dann die 2 Non-Fiction-Bücher, die ich gelesen habe. Das erste Buch, was ich beendet habe, war The House of Impossible Beauties von Joseph Cassara. Dieses Buch ist tatsächlich das erste Buch, was ich, als ich nachts nach Hause kam, ziemlich übermüdet einfach bestellt habe und was ich vergessen hatte, dass ich es bestellt hatte, als es wieder kam. Es war also keine so durchdachte Entscheidung, dieses Buch zu kaufen. Das kam, weil ich ein Video von Perpetual Pages geschaut habe und die Person hat dieses Buch sehr gefeiert. Und ich verstehe zum Teil auf jeden Fall auch warum, aber ich hatte auch meine Probleme mit diesem Buch. Dieses Buch, der Rahmen dieses Buches ist die Voguing-Szene. Das Buch ist sehr inspiriert von der Doku Paris is Burning. Das heißt, dieses Buch hat Voguing drin, nicht so viel, aber die Atmosphäre und die Szene von Voguing ist auf jeden Fall drin. Also es kommen nicht so viele Balls drin vor, aber genau, der ganze Hintergrund von was zu einem Ball beigetragen hat, ja schon. Und Voguing interessiert mich einfach, weil ich tanze und mich für Tanzen interessiere. Und ich glaube, heutzutage kommt man nicht drum rum, sich mit Voguing zu beschäftigen, weil es einfach so ultra einflussreich ist. Quasi in jedem Pop-Video, wo getanzt wird, sind Voguing-Elemente drin. Und dieses Buch hat ziemlich viele trans-weibliche Personen hier drin. Und einerseits ist das gerade wird das sehr vermarktet, also viele Bücher mit Transweiblichkeiten kommen raus, aber es interessiert mich natürlich auch, wie das dargestellt wird. Und tatsächlich fand ich diesen ganzen Hintergrund zur Voguing-Szene sehr interessant. Einige Leute haben sich wohl beschwert, dass dieses Buch langweilig ist, aber der Autor sagt selbst, dass er sich nicht auf Ball und Glitter und Glamour und sowas beschränken wollte, sondern die psychologischen Aspekte angeguckt hat. Also er hat sich mehr damit beschäftigt, wie die Beziehungen zueinander sind und was die Leute bewegt hat, als jetzt nur so ein Partybuch zu schreiben sozusagen. Und das ist ja eigentlich, was mir sehr, sehr gut gefällt. Deswegen mit dem Anspruch kann ich was anfangen in diesem Buch. Ich hatte ein bisschen meine Probleme damit, weil mir dieses Buch als Own Voices verkauft wurde und der Autor ist tatsächlich Latinx und queer, aber genau, er kann nicht Own Voices sein, weil er ein junger Autor ist, also er hat das alles nicht miterlebt. Ihn hat in seiner Jugend schon der Film ziemlich doll geprägt, aber was mich eigentlich daran gestört hat, ist, dass es als Own Voices vermarktet wird, obwohl er keine transfeminine Person ist. Also nicht, dass ich irgendwo das in Interviews geguckt habe. Tatsächlich habe ich für dieses Buch recht viele Interviews vom Autor gelesen und er geht darauf nicht ein. Aber dieses Buch verkauft sich meiner Meinung nach auch, weil halt transfeminine Personen sehr viel darin vorkommen. Gleich auf der ersten Seite, wirklich auf der allerersten Seite wird Tucking erwähnt, wo ich so denke, das muss doch nicht sein. Also, genau. So einige Sachen, wo ich so fand, dass es unsensibel war oder einfach das Publikum ein Cis-Publikum ist von einem Cis-Autoren aus, um es zu verkaufen und zum Teil halt einfach, weil es so ein bisschen sich voyeuristisch angefühlt hat, hat mir dieses Buch nicht so gut gefallen, wie ich gehofft hatte. Ich bin einfach noch sehr unentschlossen in meiner Meinung über dieses Buch. Ich habe nach anderen Reviews geguckt, aber die haben wie gesagt meistens gesagt, dass es langweilig war, was ich jetzt nicht so fand. Aber ich habe keine Meinung bisher von Transfrauen gelesen oder transfemininen Personen gelesen, was sie von diesem Buch halten. Deswegen bin ich da erstmal so noch offen für andere Meinungen und suche danach auch tatsächlich noch. Ich werde unten noch das Video von Perpetual Pages verlinken, wo die Person darauf eingeht, was die 5 Gründe sind, warum man dieses Buch mögen sollte. Und genau, ich sehe diese Punkte in diesem Buch, aber ich habe halt trotzdem meine Schwierigkeiten mit diesem Buch.
Deswegen erstmal so viel dazu. Der zweite und letzte Roman, den ich im November gelesen habe, war Let's Talk About Love. Das Buch habe ich ein-, zwei Mal, glaube ich, schon auf Booktube gesehen, aber ansonsten noch nicht so oft. Zum Glück hatte es die Bücherhalle bei uns, deswegen habe ich es mir sehr gerne ausgeliehen. Und das Buch hat mir ganz gut gefallen. Es geht hier um Alice, eine schwarze Uni-Studentin, die für sich klar hat, dass sie Ace ist. Und dann kommt ein Typ daher und sie verliebt sich. Es ist also eine Liebesgeschichte, die auch sehr straightforward ist, also nicht sonderlich viele Überraschungen hat, aber seine Schwierigkeiten hat, weil Liebe nicht so einfach ist, besonders nicht als Ace-Person. Und ich fand das Buch einfach sehr nett. Genau das, was ich so lesen wollte. Und es hat mir ganz gut gefallen, weil ich tatsächlich bisher noch keine Liebesgeschichten von Ace-Personen gelesen hatte. Und das war mal ganz erfrischend, wenn es auch sonst einfach nur eine Liebesgeschichte, wie es Tausende gibt, sozusagen war. Dieses Buch hat mir beim Lesen super viel Freude gemacht und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mochte die Hauptperson auch und mochte, dass sie so niedliche Sachen mag und so und trotzdem erwachsen ist. Dann habe ich bei Goodreads einige Meinungen gelesen oder Reviews zu diesem Buch gelesen und da waren echt einige dabei, die dieses Buch überhaupt nicht ausstehen konnten. Und zum Teil lag das daran, weil sie weil sie andere Versionen von diesem Buch gelesen haben. Also die Sachen, die sie da in diesem Buch nicht leiden konnten, habe ich durchgelesen und dachte auch so, krass, das ist nicht cool. Also dann hätte mir dieses Buch auch überhaupt nicht gefallen, wenn diese Sachen da drin gewesen wären. Dieses Buch ist wohl ziemlich vielen Sensitive Readern gegeben worden. Also Leute, die sich mit dem Thema auskennen, haben sich diesem Buch angenommen und haben sehr viel Kritik zurückgegeben. Und scheinbar wurde das Buch dann sehr verändert, so dass da immer noch Sachen kritisiert werden jetzt, die in dem Buch drin sind, aber dadurch, weil das andere rausgestrichen wurde, sich für mich anders gelesen hat und ich es anders interpretiert habe. Vielleicht auch, weil ich einfach immer wohlwollend interpretiere, aber auf jeden Fall hat es die Geschichte komplett geändert als das, was ich mit den zusätzlichen Szenen, die rausgestrichen worden sind, gelesen habe. Und ich verstehe, warum Leute dieses Buch dann nicht mögen, aber so in der Form, in der ich es jetzt gelesen habe, hat es mir sehr gut gefallen. Und ich meine, dafür gibt es Sensitive Reader. Schade, dass die nicht bei Namen genannt werden, aber die haben echt gute Arbeit bei diesem Buch geleistet. Also es ist ein starker Kontrast zwischen dem Original, der Originalversion sozusagen und dem dann, was veröffentlicht wurde. Fand ich beeindruckend, wie sich so ein Buch verändern kann. Und damit zu den Non-Fiction-Büchern. Das erste Buch ist Buchstabengefühle, eine poetische Einmischung von Stephanie Laya Okongo. Dieses Buch habe ich ja schon seit 2 Monaten. Ich habe mich vorher schon bestimmt ein halbes Jahr auf dieses Buch gefreut und ich habe es die letzten 2 Monate gelesen. Es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Es sind so Gedichte, auch wenn sie sind nicht unbedingt rein. Also es ist Poesie auf jeden Fall. Es sind keine einfachen Sachtexte, sondern es sind sehr persönliche, poetische Einträge und ich habe mir die Zeit dafür genommen und immer nur so 1, 2 Sachen gelesen, weil ich die Bilder, die dieses Buch gezeichnet hat, sehr, sehr gut fand und sehr den Raum geben wollte einfach. Deswegen habe ich mir die Zeit genommen. Ich will auch nochmal ein extra Video zu diesem Buch machen, weil es mir so gut gefallen hat. Aber dafür muss ich noch so ein paar Sachen machen. Hinten auf dem Buchrücken der erste Satz: Dieses Buch ist für alle geschrieben, als Liebeserklärung, als zärtliche Mahnung. Und genau das finde ich auch. Also es steckt so viel Liebe in diesem Buch und an anderen Stellen bin ich so kritisiert worden, aber auf eine nicht unbedingt angenehme, aber wohlwollende Art und Weise. Ja, dieses Buch hat mir richtig gut gefallen. Einige dieser Beiträge haben sogar eine akustische Untermalung, also entweder Musik oder so etwas oder
der Refrain wird wiederholt oder es gibt auch einzelne Gedichte, die direkt vorgelesen werden, was nochmal so eine ganz andere Dimension reinbringt. Also ich kann dieses Buch empfehlen, mega empfehlen. Und das letzte Buch, was ich gelesen habe, war Transfrau Sein von Felicia Ewert. Dieses Buch ist bei Edition Assemblage erschienen und ich habe dort angefragt nach einem Rezensionsexemplar und das habe ich dann tatsächlich auch erhalten. In diesem Buch geht es um Transfeindlichkeit und Transmisogynie, so auf juristischer Ebene, auf medizinischer Ebene und auch auf sozialer Ebene. Es ist sehr viel Queer Theory hier drin und ist der Versuch einer Einleitung. Ich bin bei diesem Buch so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite weiß ich es total wertzuschätzen, dass sich die Autorin die Zeit genommen hat, dieses Buch zu schreiben. Es gibt ultra wenig Bücher auf Deutsch zu diesem Thema und deswegen wollte ich es ja auch unbedingt lesen, weil ich mehr mich mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, mich mehr damit beschäftigen möchte. Und mir hat dieses Buch schon einiges gebracht. Auf der anderen Seite hatte ich auch so ein bisschen meine Probleme mit diesem Buch, was ich sehr schade fand, weil zum Teil die Probleme so ein bisschen unnötig waren und viel auch mit so Lektorat oder das nicht so mit dem Editieren von diesem Buch zu tun hatte. Ich plane aber, noch ein Video dazu zu machen und genauer auf die Details einzugehen, weil es einfach den Rahmen von so einem Monatsrückblick sprengen würde, wenn ich jetzt genau auf dieses Buch eingehe. Meine erste Zusammenfassung: Ich bin froh, dass ich dieses Buch gelesen habe und dass es dieses Buch einfach gibt. Auch wenn es noch einiges mehr zu diesem Buch zu sagen gibt, vielleicht. Und das war's schon mit dem Lesemonat November. Ich hatte definitiv ein klares Highlight, Buchstabengefühle, und mit den anderen drei hatte ich entweder während dem Lesen schon oder nach dem Lesen so kleine Schwierigkeiten. Aber auch das habe ich als sehr gewinnbringend, wenn es das denn sein muss, aber sehr positiv wahrgenommen und deswegen bin ich recht zufrieden mit diesem Monat. Mich würde wie immer interessieren, ob ihr diese Bücher gelesen habt und wenn ja, was ihr davon haltet. Ansonsten Büchervorschläge mit queeren POC und queeren schwarzen Leuten würden mich ultra interessieren. Am allerliebsten natürlich, wenn es in Deutschland spielt, aber muss auch nicht. Mal schauen, was ich jetzt so im Dezember alles finden werde. Das war's. Bis bald.